Ordnung, Sauberkeit, Recht, Vertrauen und Sicherheit. Das sind alles Sachen, die in Deutschland sehr, sehr, sehr viel besser sind als in der Türkei. Nora schreibt dazu, welche Sicherheit? Hast du das mit Solingen nicht mitbekommen? Welches Recht? Recht haben und Recht bekommen sind auch in Deutschland etwas anderes. Du kannst alles für dein Recht tun, aber ob du es bekommst, ist wiederum eine andere Frage. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Hier ist dein Markus aus Alanya. Und tatsächlich, die Sicherheit in Deutschland, sie ist in Gefahr. Deutschland, es ist außer Rand und Band, könnte man sagen. Und Deutschland ist anscheinend so instabil wie schon lange nicht mehr. Und ich bin sehr gespannt und ich möchte dieses Video dazu nutzen, dass du deine Meinung, deine Stellungnahme auch gerne mal hier, deine Meinung hier in die Kommentare reinschreiben kannst, damit wir uns miteinander mal austauschen können und ich mir ein Bild auch davon mal machen kann. Denn ich befinde mich in der Türkei, in Alanya, und natürlich auch in der Türkei wird es Sicherheitslücken geben, beziehungsweise wird es Sicherheitsprobleme geben. Wir wissen seit einigen Monaten, ich habe schon Videos darüber gesprochen, auch die Flüchtlingszahlen in der Türkei sind die letzten Jahre extrem explodiert. Und es gibt ca. 3,8 Millionen Syrer alleine schon in der Türkei. Also laut offiziellen Zahlen. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz heftige Zahl. Und natürlich bringen verschiedene Kulturen immer Probleme mit sich. Und dementsprechend muss man auch gucken, wie man das Ganze handelt. Ich habe darüber schon viele Videos gemacht. Ich glaube, dass Deutschland sich ein Eigentor geschossen hat mit dieser ganzen Politik, mit dieser lockeren Politik der Migration. Fachkräftemangel kann man auf jeden Fall gut in den Griff bekommen, aber nicht, indem man einfach die Grenzen offen lässt und jeden über Wald und Wiesen nach Deutschland einmarschieren lässt, um dann ganz krass sehr viele Delikte tagtäglich zu erfahren und teilweise wirklich ganz, ganz schlimme Sachen, die passieren in Deutschland, die man eigentlich gar nicht aus Deutschland kennt. Wenn in der Türkei hier was gefährlich ist, sicherlich ist es ganz klar der Straßenverkehr. Auch gerade wir sind heute wieder mit dem Auto unterwegs gewesen, eine etwas längere Strecke. Und was war? Da ist ein Autofahrer, keine Ahnung, wie sowas passieren kann, bei voller Fahrt in eine Bushaltestelle reingefahren. Ja, also die Bushaltestelle war kompletter Schrott. Das Auto war gerade am Abschleppen und hoffentlich ist niemand großartig zu Schaden gekommen. Aber das ist auf jeden Fall wirklich ein Problem. Das ist ein Sicherheitsrisiko in der Türkei, der Straßenverkehr, ganz klar. Wenn du mich fragst aber, ich persönlich finde die Türkei als Mensch schon irgendwie sicherer, wenn ich mir vorstelle, ich lasse meine Tochter oder auch meinen Jungen, der jetzt 15 wird, durch die Straßen rumlaufen, alleine, der trifft sich mit Kollegen etc. Da habe ich irgendwie mehr Vertrauen in die Türken hier, in die Zivilcourage, beziehungsweise auch in das System hier, anstatt in Deutschland, wo man einfach schon gar nicht mehr teilweise weiß, wer alles in Deutschland unerlaubterweise und mit Beabsichtigung dort lebt und Menschen schaden möchte. Nicht nur dem System, dem deutschen Staat, sondern nein, auch der deutschen Bevölkerung. Und dementsprechend muss man da immer aufpassen, wie man das Ganze natürlich verpackt. Und wir wollen uns jetzt gleich mal anschauen, was denn die Sicherheitslage in Deutschland bringt. Ich will nur mal ein paar Sachen vorlesen, die letzten Tage in Deutschland passiert ist. Und wenn du die türkischen Nachrichten verfolgst, dann kannst du mich natürlich auch gerne hier mal anschreiben und sagen, ob das ähnlich ist in der Türkei. Ich denke eher nicht. Und zwar gibt es hier eine Seite, Politikversagen heißt die Seite. Und da ziehe ich mir ab und zu mal ein paar Neuigkeiten. Und tagtäglich lese ich darüber etwas, was in Deutschland abgeht. Und das ist teilweise wirklich ganz heftig. Ich will nur mal ein paar Sachen vorlesen. Vom 27.08.24, sprich von heute. 6 Migrant bricht in Wohnung ein und fällt über Frau her. Am späten Sonntagabend ist ein nur gebrochen deutsch sprechender Mann mit dunklem Teint über eine Terrassentür in die Wohnung einer 42-jährigen Frau eingedrungen und bedrängte sie sexuell.
Also die Frau schrie um Hilfe und darauf kam dann die Hilfe. Also es ist wirklich ganz heftig. Anderes Beispiel auch von heute. Dunkelhäutiger verfolgt Fußgängerin und masturbiert. Einer 35-Jährigen fällt in der einen Straße ein etwa 45 Jahre alter Mann mit dunklem Teint auf, der sehr dicht hinter ihr herläuft. Als sich die Frau zu dem Unbekannten umdreht, hält der sein Glied in der Hand und also das ist echt krass, echt krass. Oder auch mal ein anderes Beispiel, wie krass das einfach sein kann. Es geht jetzt nicht nur um Ausländer, die sowas tun, es können auch Deutsche das Ganze machen, ist das ja klar. Aber hier jetzt auch zum Beispiel, ein Syrer greift Beamte an, deutsche Polizisten müssen ihm Platz machen, glaubt ein 34-jähriger Syrer, Migrant in Essen, und rempelt einen Beamten an. Der Syrer wird sofort aggressiv, man kennt das Ganze, yo, wow, was geht ab, boom, was guckst du so und blablabla, hast du ein Problem? Dann klicken die Handschellen, doch der Syrer lässt sogar noch auf der Polizeiwache die Fäuste fliegen. Also Alter, ist doch krass, oder? Also wo sind wir hingekommen? Oder wieder zurück in Baden-Württemberg. 3 junge Männer umzingeln und begrapschen Mädchen im Freibad. Ein Bulgare in der Haft. Also schon krass. Und es gibt noch sehr viele weitere Beispiele, die ich jetzt nennen könnte, die in den letzten Tagen alleine nur in Deutschland passiert ist. Und trotz diesen ganz krassen Vorfall in Solingen will der Kühnert weiterhin Afghanen und Syrer natürlich aufnehmen. Und er hat auch eine Begründung. Warum? Was ist vorgefallen? Nach der Terrorattacke von Solingen fragen sich viele Menschen, ob Deutschland immer mehr Afghanen oder Syrer ins Land holen sollte. Der SPD-Generalsekretär Kühnert meint ganz klar, ja, denn alles andere verstoße gegen das Grundgesetz. Na klar. Also dementsprechend, ich bin gespannt auf deine Meinung. Doch was die Politik letztendlich machen wird, ob es eine Kurswende geben wird, das werden wir in Zukunft wahrscheinlich sehen. Hier aber nochmal ganz kurz ein kleiner Artikel. Das letzte Abwehrgefecht der gescheiterten Migrationspolitik. Die politische Klasse ist nicht willens, eine dringend notwendige Kehrtwende in der Migrationspolitik voranzutreiben. Die Ursachen der Gewalt werden weiter verschwiegen. Regierungstreue Medien verfallen in Scheindebatten und eine heillos überforderte Innenministerin warnt davor, sich als Gesellschaft nicht spalten zu lassen. Also dementsprechend bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, zu der Sicherheitslage in Deutschland. Vielleicht fliege ich auch einfach mal nach Deutschland. Schreib gerne mal rein, ob ich das machen soll und mal ein paar Straßenumfragen machen, um dann zu erkennen, was wirklich die Bürger in Deutschland denken. Lass es mich wissen, ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Feedback von dir. Liebe Grüße aus der Türkei.